Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk. Heute dreht es sich wieder um Gartenarbeiten. Wir werden die letzten Freilandtomaten in die Erde bringen. Es geht auch noch um essbare Blüten und die Gurken sind auch noch nicht alle in der Erde. Da werden wir auch noch zusammen was machen. Also, los geht's! Im großen Gemüsegarten hier haben wir jetzt ein neues Gerüst. Das sind Pfosten von 2,50 Meter, die in die Erde gesenkt worden sind. Und jedes Feld hat ungefähr 2 Meter. Pro Feld kommen 3 Tomaten in die Erde. Das sind unsere Cocktailtomaten, die sehr, sehr ertragreich, sehr robust und super als Freilandtomate geeignet sind. Wenn wir uns jetzt die Erde anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall, da werden wir gleich nochmal mit der Hacke lang gehen. Die Unkräuter sind hier schon aufgelaufen. Ich sehe schon ganz viel Melde. Das hacken wir vorher zusammen nochmal durch, mein Mann und ich. Was, glaube ich, für euch ganz interessant ist, warum sehe ich jetzt hier links und rechts von dem Tomatengerüst Kohlpflanzen? Für die Kohlpflanzen ist die Tomate total hilfreich, denn die Tomate hat einen intensiven Duft, die Schädlinge vertreibt. Also kann man sagen, diese Mischkultur im Bereich des Olfaktorischen ist wirklich richtig sinnvoll und unterstützt den Kohl sehr. Dazu kommen natürlich noch Kräuter. Wir werden als Unterpflanzung bei den Tomaten zum Beispiel noch Basilikum einsetzen. Vielleicht kommt noch die ein oder andere schöne essbare Blume dabei. Wir werden die jetzt in die Erde setzen, vorher durchhacken. Ihr seht das Ganze jetzt in Schnellversion. Unsere Jungpflanzen, unsere Tomatenpflanzen, die haben wir jetzt hier bis auf die eine am Gerüst jetzt schon eingebuddelt. Wichtig ist, wir buddeln ein bisschen tiefer, damit wir die Tomatenpflanze auch tiefer setzen können. Steht sie auch ein bisschen stabiler. Was wir auch machen, ist die unteren Blätter entfernen. Dann können wir sie gut tiefer setzen. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Blätter nicht auf dem Boden liegen. Das wäre nämlich gar nicht förderlich, wenn über die auf dem Boden liegenden Blätter Feuchtigkeit dann an die Pflanze rankommt von unten. Das mag eine Tomate auch im Freiland nicht so gerne. Auch wichtig ist, wenn wir angießen, das macht auch Sinn bei allen anderen Pflanzen, dass wir so einen Gießrand einbauen. Also erstmal in die Pflanze ordentlich setzen und dann machen wir einen Gießrand, also so eine Mulde innen drin hier, damit das Wasser nicht nach überall läuft, sondern wirklich bei unserer gepflanzten Jungpflanze dann eben auch drin bleibt. Wir gießen an mit effektiven Mikroorganismen, wie ihr das von uns auch kennt. Und anschließend werden die Pflanzen noch mit einer Tomatenschnur gleich festgebunden, aber das seht ihr gleich. Jetzt heißt es erstmal Wassermarsch. Unsere Tomatenpflänzchen sind jetzt alle angegossen mit den effektiven Mikroorganismen und der nächste Step ist das Anbinden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Tomatenhaken jetzt hier. Das ist das, was ich hier in der Hand habe. Kann man gut im Kübel an der Wand verwenden, vor allen Dingen auch im Gewächshaus oder eben auch an so einem Gerüst im Freiland. Das macht Sinn, wenn eine Tomate sehr wüchsig ist. Also die will weiter wachsen als diese 2 Meter, die sie hier hat. Und die habe ich jetzt als Gerüst nicht. Und dann kann ich es einfach so machen, dass ich diesen Tomatenhaken nehme. Also ich werde ihn erstmal hier oben einhaken und dann kann ich den Faden nachgeben. Das ist jetzt so ein Baumwollseil. Das findet ihr übrigens bei uns im Shop unter Tools und Werkzeuge. Und wenn die Tomate dann hinterher weiter hochgewachsen ist, dann kann ich ihr Faden nachgeben sozusagen. Und unten habe ich ja die Blätter abgeschnitten in der Regel bei Tomaten und die Früchte auch abgeerntet. Und dann kann ich ihr nachgeben, dann kann sie weiter wachsen und ich kann trotzdem gut weiter ernten. Das ist ganz praktisch. So, jetzt habe ich also den Haken und mache unten rum einfach nur noch einen losen Knoten rum. Und dann kann ich hinterher die Pflanze, wenn sie wächst, einfach um diesen Faden, um dieses kleine Seil drum wickeln. Das funktioniert gut. Und das machen wir jetzt mit allen 15 Tomaten, die wir gesetzt haben.
Unsere Freilandtomaten haben wir jetzt alle eingepflanzt. Die Tomatenhaken sind auch drin, das heißt, sie sind verschnürt. Vielleicht noch interessant, diese Baumwollschnur da drauf ist komplett biologisch abbaubar. Das heißt, wenn ihr später eure Tomaten abräumt, könnt ihr sie samt Schnur mit auf den Komposter geben. Und wenn man hinterher diesen Drahtbügel hat, den kann man natürlich auch selber nachhaltig wieder mit der Schnur auffüllen. Das nächste, was bei uns ansteht, sind die Sommerblumen. Wir haben schon einige verteilt, aber da sind auch noch viele, die ein neues Plätzchen haben wollen. Ein paar sind vom letzten Jahr auch wiedergekommen. Zum Beispiel haben wir jetzt schon ein Meer von Kamille da stehen. Und damit es auch wieder so bunt wird dieses Jahr, holen wir uns jetzt ein paar Jungpflanzen unserer essbaren Blüten und bringen die in die Erde. Jetzt sind wir bei unseren Blumenbeeten und ihr könnt hier schon die Kamille sehen. Die hat sich letztes Jahr an dieser Stelle einfach selber ausgesamt und sieht jetzt schon so wunderbar aus. Und duftet können wir auch jetzt schon toll ernten, zum Beispiel zum Trocknen für Kamillentee. Unser Beet hinter uns, schon vorbereitet gehackt, schön feinkrümelig. Da brauchen wir gleich noch den Rillenzieher, um Rillen zu ziehen für unsere essbaren Blüten, die wir reinsetzen werden. Dabei sind diese hier, das ist eine orangene Cosmea. Dann haben wir hier als nächstes hier unten das sind Zinien, die sind im gelben Spektrum unterwegs von der Farbigkeit. Und vorne kommen nochmal Kornblumen dazu. Wir haben ein bisschen diskutiert und überlegt, welche setzen wir denn. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil wir so viel Fläche und so viel Auswahl haben und es gerne bunt haben. Für dieses eine Beet haben wir es jetzt abgesprochen, für die anderen werden wir es dann auch noch machen. Aber wir werden jetzt erstmal zusammen dieses Beet hier bepflanzen. Jetzt haben wir das eine Beet hier bestellt, die Jungpflanzen sind drin und es sieht so leer aus, oder? Immer wenn wir die Pflanzen in die Erde setzen, es sieht einfach aus, als wäre es viel, viel zu leer und es müssten mehr Pflanzen rein. Wenn ihr euch erinnert, die Beete, die Blumenbeete letztes Jahr, gerade auch aus der Vogelperspektive, die waren schon sehr üppig und sehr voll und wir fanden auch ein bisschen zu voll. Deswegen haben wir jetzt hier etwas größere Abstände gewählt, damit sie auch länger wachsen können, vitaler wachsen können. Das probieren wir dieses Jahr auch aus so und auch die Kombi ist etwas anders. Die anderen Beete werden wir noch bestellen mit anderen Blüten und wenn ihr bei euch im Garten noch Platz habt oder zwischen dem Gemüse noch essbare Blüten sehen möchtet oder vorziehen möchtet, ihr findet bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk-Shop online unter Blumen auch noch einiges, was ihr noch bis Juni, Juli locker aussehen könnt. Also da ist der Zug sozusagen noch nicht abgefahren. Und die dritte Aufgabe, die wir zusammen in diesem Video machen, nach den Tomaten und den Blumen, das sind jetzt die Gewürzgurken. Ich freue mich schon sehr, wenn es wieder heißt, alle 1-2 Tage durch die Gewürzgurken zu gehen, immer schön zu ernten und wir machen am liebsten Salzgurken. Aber dafür müssen wir sie erstmal pflanzen. Wir sind weiter gewandert und jetzt im hinteren Bereich unseres großen Gemüsegartens in der 5. Parzelle. Und hier seht ihr schon die Bausteinmatten, so eine Art Upcycling, 6 mm stark. Die hatten wir letztes Jahr schon in Verwendung und das hat sich wirklich bewährt. Das war eine klasse Geschichte. Die sind abgeflemmt. Mein Mann hat die einmal komplett abgeflemmt, einfach präventiv. Falls irgendwelche Keime, Krankheiten dran gehaftet haben, dann sind sie jetzt weg. Und dieses Jahr haben wir etwas anders die Gestaltung vorgenommen. Wir haben jetzt hier keine Seile dazwischen, sondern so gebogene Eisenstangen. Damit stehen die Bögen hier noch stabiler. Insgesamt sind sie 4 Meter lang und gehen halt eben auch in die Erde. Hier in der Hand habe ich 2 Gurkenpflanzen. Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Das sind die Gewürzgurken. Da haben wir immer 2 Saatkörner in ein Pöttchen gesteckt. Die wachsen so wunderbar. Und pro Bogen kommen jetzt an jede Seite 2 Pöttchen, also 4 Pflanzen ran, so dass wir insgesamt hier ganz schön viel Gurken ernten werden. Wir haben übrigens einen Online-Kurs zum Anbau der Gurken. Den verlinken wir euch auch unter dem Video, genauso wie das Video zu den Blumen. Wir haben ein wunderschönes Video, wo ihr die ganze Blumenpracht sehen könnt. Auch das ist dann unter dem Video verlinkt. Mischkultur ist noch interessant. Neben den Gurken stehen ganz gerne Bohnen. Das heißt, in dem Beet hier daneben werden später auch noch Bohnen einziehen. Und im Bereich Kräuter ist der Borretsch natürlich ganz beliebt, das Gurkenkraut. Haben wir auch gehabt letztes Jahr. Für uns in der Praxis ist es aber einfach zu raumgreifend und zu intensiv. Das ist uns hier zu massiv. Deswegen werden wir dieses Jahr hier an der Stelle Dill einsehen. Dill und Gurken passen wunderbar, auch hinterher, wenn wir sie verarbeiten. Ich freue mich jetzt, wir werden die Gurken gemeinsam hier
einpflanzen und dann kann es schön ranken und wachsen. Und wollt ihr mal ein neues Video von uns sehen, wie wir die Gewürzgurken verarbeiten? Dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Die Gurken sind jetzt fast alle drin. Die eine pflanzen wir noch zusammen. Wir buddeln also ein Loch. Das darf auch gerne ein bisschen tiefer sein, denn es macht durchaus Sinn, die Gurke etwas tiefer zu setzen. Ihr seht ja schon, wenn ihr euch die Pflanze anschaut, dann sind hier so weiße Stachelchen. Das sind erste Luftwurzeln. Theoretisch kann ich sogar bis hier tiefer setzen. Ich wähle den Mittelweg. Dann steht sie schön stabil und kann gut anwachsen. So. Vorsichtig aus dem Topf lösen und die beiden bleiben natürlich auch zusammen. Die brauche ich gar nicht trennen. Die sind ja auch empfindlich an den Wurzeln. Also setze ich sie vorsichtig rein, mit Erde wieder zubuddeln, einen Gießrand machen und dann können wir gleich angießen. So, Wassermarsch. Unsere Gurkenpflanzen sind jetzt in der Erde, angegossen sind sie auch hier wieder mit effektiven Mikroorganismen. Das nächste, was folgt, ist die Anbindung. Wir verwenden gerne diese Clipsies hier, die sind ganz nachhaltig, die bauen sich selber ab, die haben wir bei uns auch im Sortiment im Shop und die kann man auch mehrere Jahre verwenden. Wenn man sie geschlossen hat, kriegt man sie auch ganz einfach wieder auf. Und hier im hinteren Bereich könnte man auch eine Schnur durchlaufen lassen. Also wenn ich zum Beispiel Tomaten anbinden möchte, kann ich den hier hinten an der Schnur fixieren und kann so auch einen Trieb gut festmachen. Bei unseren Gurken machen wir das jetzt hier auch. Man kann sie auch später wieder lösen und weiter oben ansetzen. Das funktioniert auch ganz gut. Das machen wir mit der Saison immer wieder, dass wir weiter hochbinden, umsetzen, sodass unsere Gurken wunderschön hier lang ranken können und wir auch einfach ernten können. Und dann habe ich euch gesagt, wir säen ja auch noch Dill aus. Das machen wir jetzt auch. Wir machen das zwischen den Bögen, also einmal hier und einmal an dieser Stelle durchgehend das Beet. Dazu raue ich gleich einfach ein bisschen die Erde auf, verstreue das Saatgut, mache es wieder zu und dann wird der Dill natürlich auch angegossen, damit er gut keimen und wachsen kann. Und ihr seht das Ganze im Schnellverfahren. Den Dill haben wir jetzt auch dazwischen ausgesät. Wichtig ist hier aber, dass wir jeden Tag schauen und gießen. Oberflächlich reicht schon, es muss ja nicht durchgetränkt werden, aber die Saat muss feucht sein, damit sie dann auch gut keimen kann. Das ist wichtig. Und bei den Gurken gehen wir jetzt auch mal wieder regelmäßig durch, dass die auch schön angebunden werden. Unser Garten, unsere Beete sind fast alle voll. Ein paar leere Stellen haben wir noch, da fehlt das ein oder andere, wie zum Beispiel eben die Bohnen. Und das waren jetzt aber die 3 Gartenarbeiten, die wir heute mit euch zusammen machen wollen. Wir werden uns jetzt gleich noch eine Holunder-Minze-Limo machen und als Familie den Tag, glaube ich, ausklingen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns euren Daumen nach oben gebt oder auch das Video mit anderen Gartenfreunden teilt. Über eure Einkäufe, Bestellungen im Shop, da sind wir auch sehr dankbar. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ihr könnt auch wieder ein bisschen Gartengemüsekiosk weiterschauen, wenn ihr Lust habt. Hier oben haben wir die Playlist mit den ganzen Online-Kursen. Da ist auch der Kurs für den Anbau von Gurken und auch der FAQ-Teil direkt dabei. Bis Juni könnt ihr die locker noch aussehen. Und hier unten haben wir das Video verlinkt mit der ganzen Blütenpracht. Das ist einfach schön fürs Auge, gut für die Seele und auch die können wir noch aussehen und jetzt schön pflanzen. Also macht eure Gärten bunt und bis zum nächsten Mal. Eure Jen.